Hallo, hier ist Martha von Marthas Flechtwerk. Ich hatte eigentlich viele schöne Pläne und ich wollte euch viele schöne Projekte zeigen. Nur leider wollte das Schicksal so, dass ich jetzt gar nichts machen kann. Genau deswegen, ich habe mir jetzt meinen Arm gebrochen und alles, was ich vorhatte, muss jetzt erstmal warten. Mit einer Hand kann man leider nicht so viel machen, kann man fast gar nicht flechten. Ich habe zwar jetzt eine kleine Sache hinbekommen mit einer Hand und Füßen, aber das würde ich niemandem empfehlen. Ja, und deswegen dachte ich mal, schaue ich mal, was ich für Videos noch vorher gedreht habe und was ich jetzt noch zusammenschneiden kann. Und ich habe ein Video gefunden oder mehrere Videos zum Thema Fichte und Fichtenwurzel und das wollte ich mal jetzt ein bisschen zeigen. Ja, Fichtenwurzel ist ein ganz schöner Flechtmaterial. Hier, hallo Biene. Fichtenwurzel kann man im Wald finden, wenn man auf eine Fläche ist, die vielleicht gerade gefällt wurde oder auf einem Waldweg, der ganz stark beschädigt ist und irgendwo Wurzel rausgucken. Und wenn man diese Wurzel dann sammelt, kann man sie kochen und schälen und daraus ein wunderbares Material gewinnen. Und ich habe hier diesen Material hier in so eine Astgabelschale verarbeitet. Also genau hier. Dieser Teil hier mit, das hier hellbraun ist, das sind Fichtenwurzel. Und die flechten sich wunderbar, nachdem man sie ins Wasser eingelegt hat, sind ja wirklich sehr stabil und trotzdem biegsam, fast wie Gummi. Wunderbares Material. Erstaunlicherweise verfärben sie sich nach Zeit. Also am Anfang sind sie weiß nach dem Kochen und Schälen und dann mit der Zeit werden sie braun. Da ich auch mal viel im Wald unterwegs bin, habe ich über die Jahre auch so ein bisschen außergewöhnliches Hobby entwickelt und ich sammle gerne Baumperlen. Und Baumperlen, Baumperlen, das sind so schlafende Knospen von Bäumen. Ich habe hier in meinem kleinen Körbchen habe ich eine Sammlung von Baumperlen. Und ich habe mittlerweile viele Baumperlen gesammelt und diese hier ist meine größte Baumperle. Ich hoffe, das sieht man in der Kamera. Hier ein bisschen vielleicht zu viel Licht. Die hat so ganz schöne Maserung. So eine wucherige, gemaserte Knolle. Und das Tolle ist, diese Baumperlen sind so individuell. Es gibt keine zwei gleichen. Es gibt große, kleine und runde, ovale, längliche. Und da kann man echt Faszination dafür entwickeln. Ich habe jetzt hier meine ausgekippt. Hier zum Beispiel eine mit so 2 Hörnchen oder die eine ganz besonders wucherige Knolle. Wenn ich kann, dann schäle ich die Rinde von der Baumperle ab. Es geht nicht immer und wie hier zum Beispiel, hier habe ich nur so teilweise die Rinde entfernt. Und es ist immer total spannend, immer zu gucken, wie diese Perle unter der Rinde aussieht. Und hier auch mal eine ganz kleine Perle. Ja, vielleicht wäre dann die Frage, was macht man denn so mit Baumperlen? Hier ist noch eine die ist auch speziell. Was macht man mit seiner Baumperle? Und eigentlich gibt es keine so richtige Antwort darauf. Manche machen Schmuck daraus. Wenn man ganz viele hat, vielleicht kann man sie anbohren und eine Kette draus machen. Ich habe auch mal einige von den Perlen habe ich mit so einem Draht umwickelt und daraus einen Anhänger gemacht. Ja, mir macht es vor allem Spaß, die zu sammeln und auch mal diese Vielfalt den Perlen zu sehen. Ich zeige auch mal gleich noch auf einem Bild alle zusammen, wenn ich sie mal alle drauf kriege. Ja, irgendwie steckt es in uns drin, Jäger und Sammler. Und wenn ich unterwegs bin, bin ich wohl ein Sammler. Ja, ansonsten kann ich im Moment nicht viel bieten, flechttechnisch. Ich fürchte, meine Aktivität auf diesem Front wird
ruhen müssen. Es tut mir wirklich sehr weh, das zu sagen, und meine Hand nicht benutzen zu können, ist für mich echt eine Strafe. Ja, jetzt könnt ihr mir mal Daumen drücken, dass die Operation gut verläuft und dass ich danach möglichst schnell alles wieder so machen kann wie vorher. Ich glaube, sobald ich die Hand bewegen kann, werde ich irgendwas machen. Also ich kann die Hand nicht belasten, aber vielleicht eine kleine Sachen werde ich machen, aber das richtige Flechten muss erstmal warten. Tja, alles ganz schön dumm gelaufen. Ja, vielleicht manche von euch fragen sich, wo findet man so eine Baumperle? Und ich muss sagen, ich habe noch nie, also mit Absicht, eine Baumperle gesucht und gefunden. Das ist immer so nebenbei, wenn ich mir die Bäume angucke. Irgendwo finde ich so einen außergewöhnlichen Knubbel an der Rinde, und die gibt es bei verschiedenen Baumarten. Das ist nicht eine Baumart, die sowas macht. Ich habe es oft an der Buche oder an Fichte, also Laub- und Nadelbäume, an Linden, an Ahornen. Ja, an sehr verschiedenen Baumarten habe ich die gefunden. Also da gibt es keine Regel. Und manchmal lassen sie sich ganz gut wegmachen, so wegdrücken. Manchmal sitzen sie aber ganz fest, und wenn sie ganz fest dran sitzen, dann lasse ich sie auch mal dran. Da will ich auch die Bäume nicht beschädigen. Aber wenn sie sich relativ leicht abmachen lassen, dann hole ich sie mir. Falls sich jemand fragt, woher man Fichtenwurzel kriegt, hier ist die Antwort: aus dem Wald. Und ich suche mal extra solche Stellen, die etwas kaputten Boden haben, oft nach den Baumfällung. Und dann suche ich auf dem Boden oder in solchen liegenden Geäst, suche ich, wo irgendwo aus dem Boden eine Wurzel rauskommt. Und wenn ich Glück habe, kann ich ein langes Stück rausziehen. Ich schaue mal, ob ich hier was finde. So, hier zum Beispiel ist so ein Stück. Das könnte eine Wurzel sein. Mal schauen. Das hier. So, recht tief. Hier ist noch eine kleinere. So, und das müsste jetzt klappen. Jetzt ein bisschen zu kurz. Das ist mit einer Hand schwierig. Okay, das war nix. Die war jetzt ein bisschen zu schwach. Aber die ist wiederum kräftig. So, jetzt muss ich mal kurz die Kamera weglegen und dann versuche ich es mit beiden Händen. So, die Wurzel, die ich jetzt rausgezogen habe, ist nicht besonders lang geworden. Aber weiter ging es einfach nicht, und ich will hier nicht den ganzen Boden aufwühlen. So, aber wenn man dieses Stück spaltet, also schält und spaltet, dann hat man auch schon mal einiges an gutem Material. Ich suche mal weiter. So, das ist die Beute von heute. Die Fichtenwurzel, die ich im Wald gesammelt habe. Es ist nicht besonders viel, aber da gehört wohl auch ein bisschen Glück dazu.
So, ich habe mal was Schönes gefunden. In seinem Gartengestrüpp war ein Ast von der Hainbuche. Das ist hier dieser Ast. Den habe ich hier zusammengebunden. Erstmal vorläufig mit dem Kabelbinder, den man wieder aufmachen kann. Genau, dazwischen habe ich hier so ein Brett eingespannt, weil sonst wären diese zwei Äste sehr nah zusammen und ich wollte sie so ein bisschen auseinander drücken. Und ich habe schon so ein bisschen eine Vorstellung im Kopf, was es werden soll. Das soll so eine Astgabelschale werden, so ungefähr. Genau, da werde ich mal noch erstmal so Rippen einspannen. Hier zwei habe ich schon. Die sind nur so lose reingesteckt. Aus Haselnuss, aber da kommen bestimmt noch mindestens 2 oder 3 dazu. Ja, ich zeige euch mal, wie das weitergeht. Aber erstmal lasse ich das Ding noch trocknen. So, hier habe ich wohl einen schönen Fund im Wald. Eine Baumperle. Ich würde sagen, die ist meine. So, da ist meine Baumperle. Jetzt muss ich sie noch von der Rinde befreien. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie drin aussieht. Die wird bestimmt ohne Rinde wird sie viel kleiner sein. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz so viele angesteckt mit den Baumperlen sammeln. Ja, vor allem hoffe ich mal, dass ich bald flechten kann, bald wieder flechten kann und bald wieder Flechtvideos machen kann. Ja, ansonsten schaue ich mal, ob ich vielleicht noch was finde, was ich bisher noch nicht veröffentlicht habe. Also, drückt mir den Daumen
für die OP und wir sehen uns dann mal. Tschüss!